Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin aus einem Simafix und wir kämpfen jetzt erstmal gegen den dicken Klopskerl hier. Ja Leute, was ist beim letzten Mal so passiert? Wir haben hier eine Möglichkeit gesucht, wie wir Gavins ultimativen Schutzschild, der hier immer aktiv ist, solange die Sonne scheint, zu deaktivieren. Und unser Plan war... Ach Mensch, jetzt habe ich jetzt... Scheiße, falsches Ding. Unser Plan, den wir hier benutzt haben, ist, dass wir mit Rins Hacking-Fähigkeiten die Sonne hier in der Arena deaktivieren. Und es hat auch geklappt und Saber konnte einen schönen Schlag auf den werten Herrn hier raufhauen. Aber da er uns ja gesagt hat, dass er maximal mit einem Drittel seiner Kraft gekämpft hat, bedeutet mir das jetzt nicht aktuell ganz so viel. Weil ich doch befürchte, dass er uns in der finalen Kampf zerfleischen wird. Aber das ist mir wurscht. Im finalen Kampf zu sterben ist gar nicht so schlimm, weil man ja immer wieder direkt da spawnt. Oh, ein Elixier, Mann. Die brauchen wir, Leute. Umso mehr Elixiere wir haben, umso besser. So, ihr seid übrigens keine guten Wächter. Ah, nee, oder? Doch, ihr seid gute Wächter. Da kommen wir ja gar nicht weiter. Wer baut so eine Scheiß-Arena? Nun gut, wir haben uns den Trigger geschnappt und können die Arena gleich dann wieder verlassen, aber wir müssen unbedingt hier Tigers letzten Wunsch erfüllen und dann haben wir auch die letzte Tiger-Quest abgeschlossen in diesem schönen Spiel. Aufmaß. Ich meine, sie hat gesagt, das war die letzte, aber man weiß bei ihr nie. Zack. So, dann schnappen wir erstmal kurz dich. Du solltest leicht zu besiegen sein. Genau. Und dann schaffen wir das schon. Und ja, unser Ziel ist es jetzt erstmal hier nochmal eine schöne Lagebesprechung mit drin zu machen. Wir wissen, dass wir Gavin inzwischen nun Schaden zufügen können. Aber da Gavin ultra stark ist, weiß ich nicht, ob das uns jetzt so viel hilft. Wir werden irgendwie eine Möglichkeit suchen müssen, ihn zu besiegen, Mann. Jede Runde einfach... Der Trick ist eigentlich, das ist wirklich der Trick in dem Spiel. Du müsstest eigentlich immer ohne Pause deine Skills spammen. Also erstmal musst du überleben bis zum Noble Phantasm, also 3 Runden. Dann spammst du einfach deine Skill, wenn du hier im Noble Phantasm Modus bist. 3 Runden, ne? Und immer wenn deine SP leer sind, scheiße, schmeiß ja Elixier rein. So musst du das eigentlich machen, Mann. Wir müssen gegen ihn auch unbedingt schauen, dass wir seine scheiß Status-Effekte weghauen, weil ihr habt ja vorher gesehen, Mann. Er hat uns ja 1000 Schaden mit einer Standardattacke gemacht. Weil früher uns haben nicht mal die Gegner mit einer mit einer Superattacke 1000 Schaden zugefügt. Und der ganz relaxed, Mann, ein Hieb, Mann, weg. Ach, das wird ein lustiger Kampf. Ey, ihr geht's ja... Was ist denn das für eine Drecksarena, Mann? Ich komme hier nicht zurecht, Mann. Wer baut sowas? Schau dich mal an, so lückenhaft hier. Bam! So, bei dir hau ich jetzt Special Moves raus, Mann. Mir jetzt wurscht, da. Was habe ich denn hier Cooles? Front the Healer, Mann. Na, kein Bock, Mann. Wir machen Thunderous... Nein, warte. Hier setzen wir Break ein und das ist Thunderous Applaus, Mann. Thunderous Applaus, Mann. Und Weight of Paddles, genau. So. Du näherst mich ja gar nicht, weil wir verlassen danach eh die Arena. Zack, zack. Zack. Das ist unser ASMR, Mann. Und natürlich die Attacke, die dann aktiviert wird. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Zumindest die Attacke, die dann aktiv ist, wenn wir hier unser Noble Phantasm hat. Fear of the Range. Gut. Und das letzte Tiger-Item. Tiger-Thermos. Das war echt verdammt gut bewacht. So, lala. Dann haben wir auch die Arena zu 100% erkundet. Wir haben Tigers Item, wir haben einen Cypher-Key, wir haben Leo, haben wir nun Level 3. Das heißt im Endeffekt, ja Leute, das Spiel können wir im Endeffekt beenden nun. Alles, was wir brauchen, haben wir. Wenn wir jetzt noch 10 Level stärker wären, okay, das wäre nicht schlecht, aber ich meine, wir sind eh schon 3 Level stärker als das geforderte Level und das deprimiert mich ziemlich, dass er uns trotzdem so viel Schaden so macht. Ja, Saber, du hast ja definitiv eine Pause verdient, Mann. Nochmal über 100%, genau, alle Informationen. Das heißt, wir sind fertig mit dem Spiel. Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben es geschafft, aber ob mich das jetzt so richtig aufmuntert, ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie viel Spielzeit wir haben. So, lala. 33 Spielstunden und der 6. Tag bricht nun an, der vorletzte Tag im Eliminationskampf um den Heiligen Gral. Und nun ein letztes Mal, würde ich sagen, mit drin sprechen und dann sieht es so aus, als würde unser Abenteuer so langsam sein Ende finden. Maxie, I'm glad that yesterday went well. I trust you did what you needed to do. Rin is waiting for me in her usual spot. Her pale skin gleams white in the gentle beaming light. Yesterday, we struck a strong blow against Gavin, so it's possible to be positive about the finals. Tomorrow is the 7th of the final elimination battle. I never thought I'd be standing on equal ground with Leo and Gavin, but thanks to Rin, it's reality. Those words of thanks are on my mind as I looked at Rin. What? Hey, is there something on my face? Rin frantically whips her hand over her face. It looks so funny that I burst out laughing. And when I do, Rin...
What are you laughing at, you idiot? And to think, I figured you'd be seriously concerned here about what Leo said. I spent time wondering if Leo's philosophy had merit. However, just as Rin said before, it is not as if what he says must absolutely be true. I realized after fighting him that as strong as Leo is, he is missing something critical. That's why I can't surely win against Leo. Ha! I'm glad you think so, but talk is cheap. You better make good on your words. Rin says this with a smile and smiles. Seeing that smile, Rin goes with me to win and return to her, no matter what. Dad, and do you remember that I said what I said before about finding a way to get out? The odds are 50-50 as to if that will happen or not. Oh. And that's only one of my goals. Once the Holy Grail war is over, promise me that you'll contact me. I don't care how or from where. This is the address I'm using for the war. I won't change it for the 3 days. Embarrassing colors Rin's face as she sends her email address to my terminal. But why? Ignoring the fact that I still have to defeat Leo, I'm still nothing but random bits of data. Isn't it kind of, well, ridiculous to treat something like me as a real human? You're an idiot! I've already told you that it doesn't matter to me. Clone or copy, it doesn't matter. You are you, regardless of where you came from or how you came to be. You're soft-hearted and sentimental, and it's a reminder of how people really should be. No, it's not ridiculous. You are alive, so start thinking about life after the Holy Grail War. Defeating Leo will bring the wrath of the Harry family down on you. Doesn't that scare you at all? Oh, I never thought about that. Darüber habe ich echt nie nachgedacht. Ich dachte, ja, keine Ahnung, mit dem Heiligen Gral in unserer Tasche packen wir das schon. If the Western Plutocrats target someone, they'd be as good as that outside of the Holy Grail War. Right, don't worry. I watch over you. After all, I'm pretty much in the same boat as you. Don't be afraid to depend on me once all of this is over. I'll protect you no matter what. I tilt my head in puzzlement. Not only is she sure I'll beat Leo, she's making plans for afterwards. I think she's getting way too ahead of herself. What? Isn't it the obvious thing to do? And wipe that, oh, who is me? Look off your face. Helping another person is a big deal, isn't it? It's a big deal, right? And of course, you had to go and just do that. To help another person is not to take a certain amount of responsibility for their life. Remember that it's much harder to try and keep one alive than to stand by and watch them die. I see. Such an act couldn't be done without compassion, and to save a life is to share in it. Alright, all I can do now is prepare and face what comes. I only get this one chance at life. Though saving a life is a greater responsibility, it's far better to save a life than take one. That's right! That's why I do everything I can to help you. It's all I can do right now. When then turns away while continuing to mumble to herself. That's right. I may not have anywhere to go after this, but I swear I will return to the spot end. Find Rin. Oh, die gute Rin macht sich um solche Sorgen. Das finde ich ja echt süß. The sky is going dark. I'm nervous that I've forgotten something, making everything that I've done so far to be for naught. It is the final scene, Predator. Are you sure you haven't forgotten to clean the cipher keys or perform an alteration of soul? Hearing familiar words from a servant calms me. I'd really like to save myself the embarrassment of losing by default in the finals. Just in case, I should check the cipher key display on my terminal. Also, I need to finish all the other preparation today. Visiting commissary, performing an alteration of soul, training in arena. It's all necessary. I should do everything I need to do. I can't be too careful either. Ja, haben wir alles schon. Und morgen können wir auch noch Soul Alteration machen. So, nun gut. Dann würde ich sagen, haben wir nochmal bei der guten Table vorbei. Ich will da ein paar schöne, aufmunternde Worte von dir haben, Mann. Schade. Sie sagt immer dasselbe. Bin ich echt traurig, Mann. So, Dala, wir speichern hier. Ich muss mir diesen Speicherslot wirklich aufheben, weil ich weiß nicht, wie es laufen wird, wenn wir jetzt gegen Gavin kämpfen werden. Ich weiß, es wird schwer.
Ich bin mir sicher, es wird schwer. Und ich habe das Gefühl, er wird uns wegbatschen. Und ja. Das ist so meine Vermutung. Wer ist denn da? Leo und Rin. Okay. Farther on the hallway, the sound of an argument can be cleared here. In this school, where there are so few people left, I can only believe the owner of that voice to be Rin, and the other voice can only belong to Leo. Legendary master, huh? So, any irregularities are meaningless to you? On the contrary, I'm relieved that you somehow managed to survive. Tragedy for me anyway. Whether I get to live or die hasn't been decided just yet. Whoever wins the Holy Grail and gets to return home is the sole survivor. That's the rule. But my life doesn't matter. You're the one who still has something to lose. If you lose in the final match, the Harry family will lose their hair. Pretty big blow, huh? True, but I'm going to win. It's nothing to bravado or a lie. Leo believes he's speaking the truth, and is definitely not in blind faith. He just judged himself and doesn't find himself lacking. Trust a Harry to be so arrogant? The same Harry choking the world into oblivion with an iron fist? Choking into oblivion? Tohsaka, your complaint is creative. Still. No, you look tired. Now is not the time for an extended conversation, I'm afraid. With that said, I bid you a good day. Leo, du kleiner Pimpfmann. Leo makes a wide gesture towards Rin, while at the same time acknowledging me with a smile. Sieht sehr lächelnd aus. Maxie, I look forward to the final meeting. You on the field of battle. I notice as he leaves that his smile never once slipped. If I was still the same person as I was before, his words would have badly shaken me. But everything is different now. Now I have a purpose, a reason to fight for the Holy Grail. That is why my path to word from Leos, but only the Holy Grail knows which the correct one is. Denn du hast es ihm gegeben, Mädel. Wollte ich nochmal angemerkt haben. So, ich möchte einfach nochmal schauen, testweise noch. Easy, gibt's die auch noch. Tomorrow your fate will be decided. In other words, today is your last day of prepare. Be sure that you will do everything in your power to prepare for your final battle confrontation. Ach, dich mag ich nicht mal. So. So, lala. Okay, ich kann nicht mehr in den Multimedia-Raum. Ja, Leute, es gibt nichts mehr. Tiger! Ah, Tiger hätte ich fast vergessen. Were you able to get this in time, the object that grants wishes? Tiger Thermos. Yes, this is my precious. Take this plushie and return. No, I insist that you have it. Tiger Stuffed Animal. I must thank you for helping me with all my requests. All that is left is the final battle. So, Tiger ist glücklich. Wir sind glücklich. Und wir werden verdammt nochmal Rin auch glücklich machen. Und deswegen werden wir hier nochmal kurz speichern. So, das ist mein Safe-Slot, den ich mir unbedingt aufheben muss. Sollte ich im Kampf gegen Gavin hier 20.000 Mal scheitern, werde ich hier wieder zurückkehren müssen. Wir schauen gleich mal, ob er die richtige Ausrüstung hat. Nein, das brauche ich nämlich nicht, sondern das sind Garments. Und Scarlet Formula. Okay, Leute, wir gehen rein, verlassen die Arena direkt. Dann bricht der letzte Tag an. Der letzte Tag des Turniers um den Heiligen Gral. Ein langer Weg hat uns hier hingeführt. Ein letztes Mal in die Arena und ein letztes Mal verlassen wir die Arena. 7 grausame Wochen, in denen wir ums nackte Überleben gekämpft haben, nähern sich in unserem Ende. Und von 128 Menschen und noch viel mehr, die in den Pre-Elimination-Phasen waren, sind wir eine von den beiden letzten, die noch in der finalen Runde sind. Eine große Ehre wird uns zuteil und ein hartes Schicksal haben wir hier erduldet. Doch nun ist es Zeit, die Sache zu einem Ende zu bringen. Und zwar zu einem guten für uns, Rin und Saber. Well then, tonight is our last night together. Much has happened since you chose me as your servant. When I think back on it, it was wonderful, marvelous. Our story has a magnificent arc to it. On that my former self would adore. No, what gloomy talk, I cannot abide by it. Let us focus on the grand final. Tomorrow I will swing my sword in a blaze of glory for you. Let us present our grand finale that will dazzle all who see. Command me passionately until I am spent. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Und nun sollten wir bereit sein. Verliere not Basilisk Harry. Unseren größten und härtesten Fight und unser großes Turnier wird hier nun sein Ende finden. So. Days Running 0 und der Eliminationskampf beginnt. Good Tomine. You're facing the final cut in the elimination battle. How do you feel, Master?
My answer is obvious. Why even bother asking? I'm here because I've accumulated victories and crushed dreams. Because of the cost of others, I cannot even imagine failure. Leo or myself, the one who's wished the Holy Grail will be chosen today. Ah, yes. There was a certain young master who entered this tournament and has grown significantly. At first, this master appeared to be a sacrificial lamb, but instead fought on those wobbly legs. I may be an agent of the system, but your fight rouses my interest. Is your case there a happy accident, or a genuine miracle of 100,000 of years of masters? How preserve for this aid to be based on a clergyman? Now go. Show me the true strength of your determination and desire. I'll wait on the first floor. Finished, Father Kotomini departs. The elimination battle is here. I'm about to face my strongest opponent yet. I make some final preparation that means getting outfitted at the commissary and sorting out information in my rooms. Und damit ist es Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Saber, Leinchen, wir beenden das heute. Heute in einem großartigen Finale, Mann. Wie es selbst in deinen römischen Geschichten hier nicht besser sein könnte. So, okay. Sie sagt wieder das gleiche und dann Organization Information. Okay. The day has finally arrived. The day of the final battle. The way to the Holy Grail will open once this last fight is over. It's down into Leo and me. Whose wish will be granted? I have no intention of failing now, but today is the day where our fates will be decided. Before the elimination battle begins, I should go through all the information I've accumulated. First off, the name of Leo's servant. I better make sure Gavin. I have his name right before I do anything else. Gavin. Lancelot! Das ist ein guter Name. The servant in burnished white armor. His name was given as Gavin. A knight of the great loyalty linked to the legend of the Round Table, who guards Leo with tireless vigilance. I remember the first time we crossed swords in the arena. As per his story, his strength is legendary. Wielding a sword that shines like the sun, he barred my way with unshakable resolve. The name of his sword is Galantine, irgendwas. Sword of Victory? Irgendwas mit Galantine war es doch. Das weiß ich. Absolute Victory ist es sicher nicht. Broken Talisman ist es auch nicht. Resurrected Sword of Victory. Ich dachte, Galantine Excalibur ist es doch, aber schauen wir mal. Right! Ja, genau! Ja, ich weiß, dass es Galantine da ist, aber mein. Okay. Also called Galantine. It is the sister sword of Excalibur and a weapon of great power when used by Gavin. At first, there was no way I could meet the stroke of the sword infused with the sun's heat. Now, the attribute that made Gavin one of the mightiest of knights was unique constitution. When the sun in the sky, all of his abilities were amplified of a significant degree. His noble phantasm alone makes him immensely powerful, but with this attribute he was almost invincible. What was the name of the ability? Leute, das haben wir alles in den Dialogen bekommen, das stand alles im Text, Mann. The Numeral of the Sixth, nein. Weil Road of the Round Table waren ja 12 eigentlich. The Reckoning of Victories. Auch nicht. Würde ich jetzt nicht sagen. Der Numeral. Ja, genau. Saints hier, heilig, das wird schon das sein. Hoffen wir es mal. Right, it was the Numeral of the Saint. The ability that ties his power to the sun. At its most powerful when the clock strikes noon. Hui, okay. 2 Antworten war ich mir ziemlich unsicher. Lief eigentlich ganz gut. Okay, wir haben Matrix Level E erreicht. Und da haben wir ihn. Leo Haraway, unseren Servant. But by hacking the arena and cutting off its light, I was not only able to wound him, but I also crippled his ability of his to some degree. All that is to be done now is to see how close Saber can get to Leo. I've made it all this way. Just one more victory, and then I can get my wish granted by the Holy Grail. The answer that I've sought throughout this fight. Und ich weiß immer noch nicht, was wir uns wünschen werden. Oh, schaut ihr das, Tigers Plüschi. Ihr seht es da rechts, Mann. Oh, Leute, jetzt sind wir erst doppelt motiviert. Wir wünschen uns eine Welt, in der wir uns weiterentwickeln können, leben können, mit unseren Freunden Rin und Saber. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, Mann. Nicht eine Welt, die stagniert, wo man nicht weiterleben kann, wo das Schicksal schon vorbestimmt ist. Genau das, was sich eben die Haraways wünschen, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen weiterleben, wir wollen uns weiterentwickeln und das ist unser Ziel. So, Mädels,
You came from an alternation, so before fight, aren't you a cautious one? Okay, ich dachte, die haben jetzt nochmal was Schönes für mich zu sagen. Leute, ich will mich nochmal bei allen verabschieden hier, Mann. Okay, hier gibt es jetzt nicht so viel zu verabschieden, aber egal. Ja, müssen wir irgendwas kaufen. Ich glaube, wir haben schon alles. Na, mein Mädel. Dann nicht. So, dann haben wir noch den ersten Stock. Und dann würde ich sagen, Kotomini, Leute, es ist Zeit, die Sache zu beenden. Komm her. I've been awaiting your arrival. Are you ready? If it's your wish, I will open the way to the Colosseum. Now, please present the final cipher key. Enter the Colosseum. So, young master, who will have their wish granted? You are the sign of the Harrow family. I will be here waiting for the one who successfully managed to reach the Holy Grail. Oh, Leute. Erster Trigger rein. Zweiter Trigger rein. Und los geht's. Von diesem letzten und härtesten Kampf. Es ist Zeit, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Finally, the battle I have been waiting for. I am moved by the gravitas of the moment as well. I couldn't wait. Is that so? Then we are in the same mental space, even if we are not equals. You stir something up inside me when we fight. I am well aware that as our head of the hero, I must guard any personal ambition from my heart. But if I feel this connection between us as well, then it's a different story. It means that you and I are bound by a stranger fate than the pull of individual connectivity. Oh, excuse me, I can't contain my joy. You've gone through our metaphors in the prelims. You were bland, unmistakable from an NPC. But now you've transformed into a warrior worthy of arresting my full attention. I'd rather you refer me as a king. What? You are king? Jetzt haben wir sie gegeben. Quite frankly, you've got prize. I mingle with many walks of life, but this is the first time I've heard that proclaimed to me. Are you aware of what a king is? Naturally. I was just messing with you. Naturally. Huh. If you desire to be called a king, then you must prove yourself worthy of the title. I don't see any regal potential in you, but neither do I know you to the depths of your soul. Perhaps you are a new breed of king, one that is beyond my imagination. If the world chooses your definition over mine, then I will relinquish the title of king gladly. Huh, that feels rather strange. I want to fight you as soon as possible, but I'd also like to speak with you longer. I'm grateful that your defeat was reserved for me alone. Reserved for you? My master is me, for God's sake. My master isn't losing to you, or to anyone else. Not to insult your formidable talent, servant, but you cannot win against me. My servant really is better. Oh, did you hear that, Gavin? Care to respond? Not particularly. The battlefield is where the abilities will be put to the test. Petition my opponent of the agreement at the moment would not only reflect poorly on our reputation. Huh, at least your dog is well trained. Hey, guard dog, can you not speak unless your master allows you to? Ooh, Saber. No, I simply have no need to speak, Red Tyrant. I belong mind, body and soul to a master. Therefore, my master's thoughts are the same as mine would be. Huh! Then you are a slave with no will of your own. There's a fine bit of puppy talk. Answer me this.
If your master ordered you to slay a dear friend, would you obey the command? Without question, I would do any sort of thing my master commanded, no matter how disgraceful. I fully trust my master to steer my sword through. In your example, my friend would have done something to deserve my blade. Huh, fascinating. You have piqued my interest. Please continue your nonsense. I will. Then, let me pry, Saber. Would you disobey your master's command in that situation? I would disobey. It's completely out of the question to kill a friend without any reason. I could not be pressed into the task even with the use of a command seal. But listen, Knight of the Sun, it's pointless to direct that question at me. Why is that? Because my master would never give me a command like that. You deluded yourself, hoping to see your desire carried out by our master. Your master is nothing but disloyalty. Huh, my master is not only my commander, but my lover. We share a mutual affection. I'm enjoying being used as a knight, though my true rank is far higher. I see, your attitude makes sense, considering that in your empire, knights were greedy aristocrats. Does that make you one of those avarice swine who value fortune over loyalty? Don't you compare me to an Equid, although I'm an emperor, I value chivalry as you do. Hey, Saber war noch nie so aufbrausend, hat noch nie so viel über sich selbst über den Feind preisgegeben. Well, your sense of loyalty is twisted. Allow me to straighten it for you on the battlefield. Fine by me. Your pretentious act as a knight grates on my nerves. Let us settle this on the battlefield. Und somit möge die finale Runde beginnen. Saber versus Saber. With a garnishing of metal, the elevator grinds to a halt. It is just me, or this time the deterioration lasts longer and sound heavier than usual. In any case, this is it. On to the final battlefield. It's time. I'm aware this is inappropriate considering the situation, but I have one last thing to say. Thank you for making it this far. Now, let's defend our ideologies. Seventh Master. Und Leute, so wie es aussieht, wird beim nächsten Mal uns der finale Kampf von Let's Play Fate Extra warten. Ob wir Gavin und den übermächtigen Leo besiegen, werden wir aber erst beim nächsten Mal herausfinden. Und wir werden ihm zeigen, wer ein wahrer König ist. Das war ein sehr schöner Satz, Mann. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fate Extra. Bis dahin und rein, auf Wiedersehen. Ciao.